Hallo zusammen! Heute möchte ich dir meine Lieblings-Apps rund um die Galaxy Watch 6, 7 oder 8 oder der Galaxy Watch Ultra vorstellen, sei es aus dem Alltag oder auch für den Sport. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Die erste App, die ich dir vorstellen möchte, ist dabei Outdoor Active. Du kannst zwar mit der Galaxy Watch Ultra auch hier mit Offline-Karten navigieren lassen, als auch mit der Galaxy Watch kannst du natürlich Google Maps nutzen. Das funktioniert aber nur in der Stadt wirklich gut. Möchtest du aber wandern gehen, dann wird es mit den Galaxy Watch Uhren bzw. mit den Karten schwierig. Und da kommt Outdoor Active ins Spiel. Zu einem kannst du hier in der App auf dem Handy deine Touren planen, als natürlich dann auch hier auf die Galaxy Watch Uhren Touren suchen. Großer Vorteil ist hier, wenn du dann eine geplante Tour hast, kannst du dich danach navigieren lassen, du bekommst mit dem Kompass angezeigt und du bekommst dann auch Wanderkarten hier direkt auf deine Uhr. Und solltest du bei Outdoor Active ein Abo haben, dann hast du sogar die Möglichkeit, die Karten hier offline auf die Uhr herunterzuladen und du kannst das Handy daheim lassen. Einziger Nachteil, die App trackt die Navigation nicht, da musst du nochmal im Hintergrund eine Aktivität starten, aber so hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, dann auch hier mit deiner Galaxy Watch in den Bergen dich navigieren zu lassen. Die nächste App, die ich dir vorstellen möchte, ist momentan noch nicht im Google Play Store erschienen, das kommt jetzt in den nächsten Wochen. Und zwar handelt es sich dabei hier um die Sonar Health App, diese gibt es schon länger auf dem iPhone und wir sehen hier schon mal direkt die App in der Übersicht. Aber was macht die App? Ganz einfach. Sie sammelt alle Daten von allen Uhren, die du nutzt. Das heißt also, solltest du hier verschiedene Uhren nutzen, sei es zum Beispiel jetzt eine Galaxy Watch, aber für den Sport zum Beispiel eine Garmin-Uhr, eine Suunto-Uhr, eine Polar-Uhr oder eine Coros-Uhr, dann werden alle Daten hier in dieser App gesammelt und du hast eine Anlaufstelle für alle deine Daten. Wir sehen jetzt auch hier, wenn wir auf Synchronisation gehen, dass wir hier die verschiedenen Sachen haben. Ich habe hier zum Beispiel auch eine Apple Watch, die hier verbunden ist, aber auch Garmin oder auch zum Beispiel von Amazfit-Uhren werden ebenfalls mit unterstützt. Und wenn wir hier auf die Synchronisation gehen, dann sehen wir hier auch hier gibt es noch weitere Möglichkeiten, es zu verbinden. Zum Beispiel hier Aurora Ring, Fitbit ist mit dabei, Strava. Also ihr seht, ihr habt hier wirklich eine große Vielzahl an Möglichkeiten, was ihr hier mit der App alles verbinden könnt, beziehungsweise die Daten werden hier alle entsprechend dann gesammelt. Und großer Vorteil ist hier, dass die App wirklich alle Daten sammelt und hier das Best-of daraus macht. Das heißt also, du bekommst auch keine Datendopplung. Einziger Nachteil, Health Connect ist momentan noch nicht unterstützt. Das heißt also, gerade mit den Galaxy Watch Uhren musst du dann über Google Fit gehen oder über Strava. Dann bekommst du deine Aktivitäten auf jeden Fall auch in die App mit hinein und kannst dann wirklich alles hier schön sammeln. Und wenn wir mal reingehen, sehen wir auch hier, bekommt einmal eine Gesundheitsübersicht. Das heißt auch hier Belastung, Erholung, Schlaf. Das wird alles für euch ausgewertet. Wir bekommen auch alle Aktivitäten mit hinein. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, habe ich einen Lauf gemacht. Und wenn wir ganz runter scrollen, können wir auch ganz gut sehen, wo es herkommt. Die Quelle ist in dem Fall hier Garmin. Du kannst aber auch festlegen, dass es zum Beispiel eine andere Wearable sein soll, welches hier Aktivität aufzeichnet. Das heißt also, wenn du Uhren auch 3, 4 Stück gleichzeitig trägst, was bei mir als vorkommt, kannst du es auch hier priorisieren. Ganz interessant ist an der Stelle aber, wenn wir hier nochmal auf Aktivitäten gehen. Ihr bekommt einmal, wie gesagt, eine Gesamtübersicht über das Jahr. Und ganz spannend sind auch die Vitaltrends, die dann ermittelt werden. Wir sehen auch hier so einen kleinen Überblick. Da wird dann auch wirklich schön die Atemfrequenz, Ruheherzfrequenz, alle Daten, die wir hier reinbekommen, werden dann entsprechend hier ausgewertet. Ganz gut ist auch noch, hier gibt es dann auch eine Trainingsload oder eine Trainingsbelastung. Wenn wir jetzt eher auf Belastung gehen, können wir sehen, dass wir hier nämlich eine Herz-Kreislauf-Belastung haben. Das ist der Trainingsload. Und so kannst du dann auch hier mit einer Galaxy Watch zum Beispiel gesund trainieren, weil diese unterstützt ja hier zum Beispiel Trainingsload überhaupt nicht. Aber so hast du dann auch hier die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Wie gesagt, diese App wird dann hier in den kommenden Wochen auch hier im Google Play Store erscheinen und ist wirklich eine sehr gute App, weil du einen einzigen Datenhub hast. Bei der nächsten App handelt es sich quasi um ein Must-Have, was man auf jeden Fall auf seine Uhr haben sollte. Und das ist hier Google Gemini. Du hast nämlich die Möglichkeit, auf den Galaxy Watch Uhren auch Google Gemini zu nutzen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass du Google Gemini einmal erst auf deinem Smartphone installierst und dann auf deiner Uhr. Und dann musst du natürlich die Berechtigung geben, damit du hier Gemini nutzen kannst. Gemini ersetzt an dieser Stelle den Google Sprachassistenten, ist aber nochmal viel mehr integriert als Assistent selber. Das heißt also, du kannst auch viele, viele weitere Dinge damit machen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier auch die Gemini auf die Taste gesetzt, um euch jetzt hier nicht immer Google zu aktivieren. Welche E-Mail habe ich heute von Sascha Geiger erhalten? Wir sind auch hier, Gemini verbindet sich mit dem Workspace. Ich habe heute eine E-Mail von Sascha Peter Geiger mit dem Betreff Hallo Sascha gefunden. Die E-Mail wurde um 20:58 Uhr gesendet und hat den folgenden Inhalt. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Abo da und den Daumen hoch. Das freut mich und den Algorithmus. Das ist zum Beispiel möglich. Oder du kannst auch sagen, hey Google, wie hat heute die deutsche Basketballnationalmannschaft gespielt? Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat heute 85:58 gegen die portugiesische Basketballnationalmannschaft gewonnen. Was steht am Mittwoch im Kalender? Anscheinend haben Sie am Mittwoch, dem 10. September 2025, einen Termin mit Thomas Schwan in Heppenheim um 18:30 Uhr.
der um 22:30 Uhr endet. Und so hast du die Möglichkeit, mit Google Gemini wirklich ganz, ganz viele Sachen zu machen. Und es reagiert deutlich schneller und besser als auch der Google Sprachassistenten. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, diesen hier zu tauschen. Bei der nächsten App sind wir dann auch hier nochmal ganz kurz im Google-Universum unterwegs. Und zwar, wenn du Notizen machen möchtest, dann empfehle ich dir hier die App Google Keep. Das ist hier das gelbe Symbol. Da ist nämlich die Möglichkeit, hier auf das Plus zu drücken und hier ganz schnell auch Notizen zu erstellen. Das heißt also, wenn du irgendwas schnell machen möchtest, dann ist das hier möglich. Dann kann man hier einfach speichern. Und so haben wir dann auch die Notiz schon direkt gespeichert. Du hast dann auch die Möglichkeit, alle Notizen einzusehen und sie werden auch direkt instant auf deine Google Keep App auf dem Handy synchronisiert. Das heißt also, hier kannst du dann auf deine Notizen direkt dann zugreifen. Und wenn wir schon beim Thema Notizen sind, dann empfehle ich euch auch die To-Do-Liste Todoist. Das ist eine App, da könnt ihr dann eure To-Do-Listen verwalten. Zu einem könnt ihr ganz einfach klassisch Aufgaben hinzufügen. Wenn euch jetzt irgendwas einfällt, könnt ihr das dann hier eintippen. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas, mal General, sagen hier bestätigen. Dann werden die Aufgaben gespeichert, beziehungsweise kannst auch noch eine Beschreibung hinzufügen. Und du hast auch die Möglichkeit, in der kostenlosen Variante dann zu sagen, okay, wann soll das hier stattfinden, zum Beispiel nächste Woche. Und du kannst es auch ein Projekt hinzufügen, zum Beispiel jetzt auf Eingang, es gibt jetzt nur ein Projekt. Und wenn wir auf Aufgabe hinzufügen gehen, ist die Aufgabe dann auch schon vorhanden. Wir sehen auch hier, einmal bekommt es sortiert nach heute, welche Aufgaben anstehen bzw. überfällig sind. Und du hast dann die Option, wenn wir zum Beispiel jetzt in unser Eingang hineingehen, sehen wir jetzt auch hier verschiedene Aufgaben. Die haben hier auch verschiedene Farben, wie ihr sehen könnt. Einmal rot, orange. Du hast nämlich die Möglichkeit, wenn du dann in die Smartphone-App hineingehst, da kannst du dann auch Aufgaben priorisieren und entsprechend zuordnen, wann diese hier stattfinden sollen. Und so hast du dann auch hier deine To-Do-Liste direkt auf der Uhr. Und Stichwort To-Do-Liste, da kommen wir natürlich auch zum Einkaufen. Da steht manchmal auch drauf. Und da empfehle ich euch auf jeden Fall die App Bring. Bring ist eine systemübergreifende App, bei dem du eine Einkaufsliste pflegen kannst oder auch mehrere Einkaufslisten. Das heißt also, wenn eine Frau zum Beispiel ein iPhone hat und du hast jetzt ein Android-Phone, das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt euch da mit euren Konten einloggen und könnt hier auf jeden Fall Einkaufslisten pflegen. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Einkaufsliste machen für den Urlaub, wenn ihr mit anderen Leuten unterwegs seid. Das ist alles möglich, beziehungsweise könnt ihr entsprechend hier freigeben. Und großer Vorteil der Bring-App, du kannst nämlich dann hier auf deinem Smartphone auch hier dann alle Daten sehen, beziehungsweise die Einkaufsliste. Die wird hier synchronisiert. Wir sehen jetzt hier die verschiedenen Einkaufslisten, die wir angelegt haben. Momentan haben wir für zu Hause 4 Artikel. Und so kannst du dann auch während des Einkaufens hier deine Liste abhaken bzw. bearbeiten. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du jetzt unterwegs bist und sagst, okay, mir fehlt irgendwas, dann kannst du auch hier einen Artikel hinzufügen. Machen zum Beispiel jetzt mal Apfel. Und dann bestätigen wir das einfach. Und dann sehen wir hier auch schon, sind dann auch hier Äpfel sind dann hier mit drauf. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, hier für euch individuell das zu verwalten, wie ihr das braucht, beziehungsweise einmal drauf tippen und dann ist die Liste auch schon erledigt. Und wenn wir schon bei systemübergreifenden Apps sind, würde ich dir auf jeden Fall auch den Google-Kalender empfehlen. Der funktioniert sowohl auf dem iPhone als auch auf Android-Geräten. Und du hast auch die Möglichkeit, verschiedene Google-Konten zu hinterlegen. Das heißt also, wenn du mit deiner Frau, Kindern hier zusammen einen Kalender pflegen möchtest und synchronisieren, dann ist der Google-Kalender auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, weil er, wie gesagt, systemunabhängig ist und auch jeder darauf zugreifen kann und alle Termine im Überblick hat. Und den Kalender gibt es natürlich dann auch als App auf der Uhr selber. Dafür geht ihr hier drauf und dann sehen wir hier schon die Einträge. Nächste ist dann das Apple-Event zum Beispiel oder dann hier, wir haben es gerade eben schon mit Google Gemini gehört. Und so habt ihr die Möglichkeit dann auch hier nochmal eure Einträge zu sehen, beziehungsweise wenn ihr drauf geht, bekommt dann auch die Details, die dann im Kalender eingetragen sind. Und es gibt natürlich dann auch Erinnerungen und ihr könnt es auch direkt nochmal auf dem Telefon anschauen, wenn ihr das möchtet. Eine App, die ich als Musikliebhaber wirklich sehr spannend finde, ist die App Shazam. Du kannst diese hier auf deiner Galaxy Watch oder auf einer Android Watch installieren. Aber was macht die App? Ganz einfach, wenn du zum Beispiel auf einem Musikfestival bist oder irgendwo anders unterwegs und hörst ein Lied, was dir wirklich sehr gut gefällt, kennst aber den Interpreten nicht und auch den Titel nicht, dann gehst du einfach in die App rein, startest die und die App ermittelt dann, welches Lied das ist, beziehungsweise welcher Interpret und dann kannst du es hier in deine nächste Playlist eintragen. Die nächste App dürfte für alle relevant sein, die hier Kraftsport machen, besser gesagt dann auch einen Trainingsplan haben und diese hier irgendwo verwalten möchten, beziehungsweise ihren Fortschritt sehen wollen. Und darum geht es hier um die App Heavy. Es gibt sie einmal in der kostenlosen Variante, aber natürlich auch in der Pro-Variante. Ich nutze hier die kostenlose Variante. Da gibt es eine kleine Einschränkung. Du kannst hier nicht so viele Trainingspläne hinterlegen. Ich habe jetzt 2 Stück. Maximal geht 3. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier für den Oberkörper einen Trainingsplan mit Latzug, Crunch, aber dann auch hier verschiedene Trainingseinheiten, die ich mir dann hinterlegt habe. Und du kannst dann auch die Sets bzw. Wiederholungen hier abspeichern. Und wenn du dein Set erhöhst bzw. dein Gewicht, dann wird es auch für die nächsten Trainingseinheit, die du wieder durchführst, abgespeichert. Ihr könnt dabei eure Routinen auch bearbeiten bzw. modifizieren. Gehen wir jetzt einfach Routine bearbeiten, gehen wir jetzt ganz runter, dann gibt es hier Übung hinzufügen und hier seht ihr dann, erstmal können das nach Muskelgruppen sortieren, also alle Muskeln oder auch nur Bauchmuskeln. Wir nehmen jetzt einfach mal alles und seht auch hier von Freihandel über Maschinen
ist wirklich alles dabei, was das Herz begehrt. Also es gab eigentlich keine Übung, die ich nicht gefunden habe. Und so könnt ihr dann hier alles wirklich hinterlegen und habt so auch die Möglichkeit, das hier entsprechend dann zu historisieren. Der große Vorteil der Heavy App ist nämlich nicht nur die Planung auf dem Handy, nein, sondern auch wenn du auf deine Uhr hier die Routinen synchronisierst, dann werden dir alle Routinen hier angezeigt. Ich habe wie gesagt 2 Stück, das sind hier Beine und Rücken, das wählen wir jetzt einfach mal aus. Und da habt ihr nämlich jetzt die Möglichkeit, auch das Workout zu starten. Und die Heavy App hilft euch dabei, nämlich hier die Sätze im Überblick zu haben. Und hier könnt ihr nämlich, wenn ihr reingeht, dann auch das Gewicht anpassen, die Wiederholung. Und wenn wir jetzt einfach mal auf Bestätigen gehen, können wir auch gleich sehen, wenn wir rausgehen, haben wir jetzt 1 von 3 Sätzen. Beziehungsweise ihr könnt dann auch, wenn ihr mal eine Wiederholung nicht mehr schafft, weil ihr einfach kaputt seid, könnt ihr das dann auch reduzieren. Und so wird dann alles historisiert auf die App übertragen. Und so habt ihr dann direkt auf die Uhr alles im Überblick und verpasst kein Set. Beziehungsweise habt ihr auch wirklich die Gewichte so hinterlegt, die ihr dann durchgeführt habt. Und wenn wir schon im Bereich Sport sind, empfehle ich dir auch dann die Strava-App. Strava selbst ist ja ziemlich bekannt. Es gibt eine große Community. Du kannst deine Aktivitäten hochladen, auch mit der Galaxy Watch zum Beispiel. Und dann kannst du auch hier dann Kudos sammeln oder sehen, was du in der Historie alles gemacht hast. Und bist du aber Strava-Abonnent, kannst du natürlich auch Strava-Live-Segmente jagen oder zum Beispiel auch Routenplan. Großer Vorteil ist aber, wenn du Strava-Abonnent bist, dann kannst du auch die Strava-App auf deine Galaxy Watch herunterladen und dann kannst du hier nämlich sogenannten Beacon aktivieren. Du hinterlegst einfach bei Strava einen Notfallkontakt und dieser erhält dann nämlich eine SMS, beziehungsweise du kannst dann auch einen Link manuell weiterschicken zu einer E-Mail-Adresse und dann sieht der Kontakt immer, wo du unterwegs bist, während du die Aktivität durchführst. Das heißt also, wenn dir unterwegs mal irgendwas passieren sollte oder du dich einfach sicherer fühlen willst, dann hast du die Möglichkeit, wie gesagt, das mit Strava Beacon zu machen, damit dann auch deine Freunde wissen, wo du gerade dich herumtreibst. Und möchtest du deine Kalorien tracken, dann empfehle ich dir die App MyFitnessPal. Auch die gibt es einmal in der kostenlosen Variante und in der Pro-Variante. Ich habe diese immerhin kostenlos Variante genutzt, das ist völlig ausreichend. Zu einem ermittelt die App, wie viel Kalorien du hier verbrauchen solltest, beziehungsweise du legst auch fest, ob du abnehmen willst oder Gewicht zunehmen möchtest. Es gibt ja beide Richtungen. Und dann bekommst du auch immer direkt eine Übersicht mit den Aktivkalorien als auch mit den verbrauchten Kalorien, wie dein Defizit ist. Und Vorteil hier von MyFitnessPal ist eindeutig dann auch das Tracken auf die Uhr selber. Du hast nämlich die Möglichkeit, in die App auf die Uhr hineinzugehen. Und da werden dir dann auch die Top-Lebensmittel in den verschiedenen Kalorien angezeigt. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und dann bekommst du eine Liste zur Auswahl. Oder du kannst die Kalorien direkt eintragen, beziehungsweise du kannst dann auch dein Wasser tracken, wie viel du dann getrunken hast, um das auch im Überblick zu haben. Und das ist auf jeden Fall deutlich besser gelöst als das, was wir von Samsung Health kennen. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle einfach mal die Apps zeigen, die ich jetzt hier im Alltag nutze, die es auch hier auf den Galaxy Watch Uhren gibt, beziehungsweise auf den Android Uhren. Du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier WhatsApp mit zu verbinden, beziehungsweise zu installieren. Das ist mittlerweile auch schon sehr gut integriert. Du kannst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Apps du gerne nutzt. Ich freue mich da auf jeden Fall auf einen regen Austausch. Ich finde es immer wieder spannend, was es da alles so auf dem Markt gibt. Schreibst du, wie gesagt, gerne rein. Wenn du noch mehr um das Thema Galaxy Watch sehen möchtest, ich habe auch die neue Galaxy Watch getestet. Da kannst du mal reinschauen, wie der Test hier so abgeschnitten hat. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals. Da kannst du auch mal reinschauen, was hier sonst so alles stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.